In diesem Video erstellen wir einen Expert Advisor, der zwei einfache gleitende Durchschnitte und Trailing Stops verwendet. Sehen wir uns an, wie das geht. Wir öffnen Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir programmieren zunächst die C-Trade-Klasse aus der Standardbibliothek ein, die vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify bereitstellt. Wir erstellen ein C-Trade-Objekt mit Standardparametern, um alle Handelsvorgänge einschließlich der Positionsverwaltung zu verwalten. Als nächstes definieren wir die Parameter für die Strategiekonfiguration. Dazu gehören die Zeiträume für schnelle und langsame SMA-Berechnungen, die historische Spanne für Hochs und Tiefs, das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief und die Sicherheitsmarge für den Trailing Stop, die alle in den EA-Eigenschaften angepasst werden können. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Dazu gehören Handles und Puffer für die schnellen und langsamen SMA und ein Array für OHLC-Preisdaten unter Verwendung von MQL-Rates. Die Expert Initialization Function wird einmal zu Beginn des EA für die Einrichtung des Indikators ausgeführt. Sie erstellt Handles für beide SMA unter Verwendung der AMA-Funktion, die die einfachen gleitenden Durchschnitte für die angegebenen Zeiträume berechnet. Die Arrays für SMA-Werte und Preisdaten werden als Zeitreihen konfiguriert. Die Positionseröffnungsfunktionen sind so definiert, dass sie Marktaufträge mit einer bestimmten Lotgröße ausführen. Die Funktion OpenBuyPosition ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Auftragsausführung ab und verwendet die Position-Open-Methode von C-Trade, um einen Kaufauftrag auszuführen. Zu den Parametern gehören das Finanzinstrument, die Richtung Long Position, die Positionsgröße von 0,10 Lots, 10 Mikrolots, der Einstiegspreis zum aktuellen Ask und ein Positionskommentar. Der Stop-Loss und der Take-Profit werden zunächst auf 0 gesetzt, das heißt, sie sind deaktiviert. Die Funktion OpenSell-Position funktioniert ähnlich, verwendet den Bidpreis und führt einen Verkaufsauftrag aus. Die Hauptpreisaktualisierungsfunktion ON wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernstrategielogik. Sie ruft historische Preisdaten ab und lädt beide SMA-Werte. Sie überprüft den Positionsstatus, um festzustellen, ob es offene Positionen gibt und welcher Art diese sind. Die Funktion erkennt dann Überschneidungen und verwaltet die Positionen entsprechend. Wenn der schnelle SMA den langsamen SMA überschreitet und keine offenen Positionen vorhanden sind, wird eine Kaufposition eröffnet. Umgekehrt wird eine Verkaufsposition eröffnet, wenn der schnelle SMA den langsamen SMA unterschreitet. Für bestehende Positionen verwaltet die Funktion Trailing Stops. Für Kaufpositionen identifiziert sie das niedrigste Tief in der Lookback-Periode und berechnet ein neues Stop-Level basierend auf dem Trailing Offset. Der Tiefpunkt muss mindestens Min-Candlesback alt sein und der aktuelle Preis muss über dem identifizierten Tief liegen, damit der Trailing Stop verarbeitet werden kann. Ähnlich wird bei Verkaufspositionen das höchste Hoch identifiziert und ein neues Stop-Level berechnet und verarbeitet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, wobei sichergestellt wird, dass das Hoch mindestens Min-Candlesback alt ist und der aktuelle Preis unter dem identifizierten Hoch liegt. Die kombinierte Trailing Stop Management Funktion aktualisiert den Stop-Loss für Kauf- und Verkaufspositionen. Sie durchläuft alle offenen Positionen, wählt sie über die Ticketnummer aus und wendet Filter an, um sicherzustellen, dass die Position dem angegebenen Typ entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Der Stop-Loss wird basierend auf dem Positionstyp und den Bedingungen aktualisiert, um sicherzustellen, dass bei Kaufpositionen das neue Stop-Level höher als der aktuelle Stop ist oder kein Stop-Loss vorhanden ist. Bei Verkaufspositionen muss das neue Stop-Level niedriger sein als der aktuelle Stop oder es gibt keinen bestehenden Stop-Loss. Zum Schluss drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell war oder Sie nicht verstehen, was der gesamte Code macht, können Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder sich zuerst eines der Basisvideos ansehen. Wenn alles funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten.
wählen den Expert Advisor aus, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten dann den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Mitglied des Premium-Kurses sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail senden. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der 2 einfache gleitende Durchschnitte und Trailing Stops mit ein paar Zeilen MQL-Code verwendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.